Ja, heute tut es weh. Wir müssen selbstkritisch sein, denn unser Niveau war heute nicht gut genug. Aber es wird uns auch Hinweise für die Zukunft geben, wie wir uns entwickeln wollen, wie wir die Dinge angehen wollen, um auf einem viel besseren Niveau konkurrieren zu können, als das, was wir heute gezeigt haben. Ich muss Xabi Alonso recht geben. Das tat weh. Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Was wir gestern erlebt haben, war ein harter Realitätscheck für Real Madrid. Paris Saint-Germain hat uns die Grenzen aufgezeigt. Die Franzosen waren in jedem Aspekt des Spiels die bessere Mannschaft. Sie waren besser trainiert, die Individualisten waren besser, das Kollektiv war besser. Und das Einzige, was ich Real Madrid nicht verzeihen kann, sogar der Wille, die Gier zu gewinnen, war wesentlich besser bei Paris Saint-Germain als bei Real Madrid. Und das, meine Freunde, darf sich nie wieder wiederholen. Wir reden natürlich über die Demütigung, die uns Paris Saint-Germain gestern im Halbfinale der Club-WM zugeführt hat. Und wir reden auch darüber, warum ich trotzdem frohen Mutes in die nächste Saison gehe. Also viel Spaß beim Video. Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0. Ich glaube, das sagt eigentlich schon alles, was man über diese Demütigung wissen muss. Und vor allem, wenn man als Madridista zugeben muss, das Beste am gestrigen Spiel war noch das Ergebnis. Ich habe gestern in meinem Video noch gesagt, es ist keine Schande, gegen Paris Saint-Germain zu verlieren. Wir reden über ein Projekt, in dem seit 15 Jahren Milliarden von Euro reingesteckt werden, wo sie seit 2 Jahren einen Luis Enrique verpflichtet haben, der endlich den Schlüssel zu diesem Team gefunden hat. Und natürlich im Vergleich zu einem Real Madrid, was seit 5 Wochen, 6 Wochen unter Xabi Alonso sich erstmal neu finden muss. Es ist keine Schande, dieses Spiel zu verlieren. Was eine Schande ist, ist die Art und Weise, wie Real Madrid dieses Spiel verloren hat. Wenn man auf der einen Seite ein Paris Saint-Germain sieht, die gerade die Champions League gewonnen haben, die sich theoretisch ausruhen könnten. Wenn man da sieht, wie ein Doué, ein Kvaratskhelia, ein Dembélé, wie die nach hinten arbeiten, als wenn es um ihr Leben gehen würde. Und auf der anderen Seite siehst du einen Kylian Mbappé und einen Vini spazieren. Du darfst verlieren, weil die anderen besser sind. Aber du darfst niemals verlieren, weil die anderen es mehr wollen. Ich hoffe, ein Xabi Alonso wird aus diesem Spiel seine Lektionen ziehen und er wird die Autorität haben, auch diese Lektion auf dem Platz zu zeigen. Denn das, meine Freunde, darf sich nie wieder wiederholen. Natürlich gab es hinten in der Abwehr auch individuelle Fehler, die ich so im Fußball noch nie gesehen habe. Das sind Fehler, die siehst du im Laufe einer Karriere vielleicht 2-mal. Aber im Halbfinale einer WM 2 solche Fehler in den ersten 8 Minuten. Das ist nicht Real Madrid-Niveau. Ein Raúl Asensio hat eine rabenschwarze WM erwischt. Ich hoffe, dass ihm diese WM nicht langfristig schadet, denn ich halte an sich viel von dem Jungen, wobei ich auch immer wieder vorgewarnt habe und gesagt habe, man muss mit so einem jungen Spieler auch warten, wie die Entwicklung ist. Trotz alledem drücke ich ihm die Daumen. Ich glaube, er hat das Potenzial, aus diesem Tal wieder rauszukommen. Und auf der anderen Seite ein Antonio Rüdiger, der seit Wochen seiner Form hinterherläuft. Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass er operiert werden musste, wieder zurückkommen musste. Naja, das waren 2 individuelle Fehler, wo man es sich als Madridista jetzt leicht machen könnte. Ich könnte jetzt sagen, ja, wir haben die 2 Fehler gemacht, Madrid hat danach aufgemacht, Paris hat gekontert. So war es im Prinzip ja auch. Aber seien wir doch mal ehrlich. Vor diesen 2 individuellen Fehlern hat Thibaut Courtois uns 2-mal schon gerettet. Wir reden über die ersten 3 Minuten.
Und selbst wenn diese Spieler die Fehler nicht gemacht hätten, Paris Saint-Germain war in allen Belangen die bessere Mannschaft. Die haben Fußball leicht aussehen lassen. Man hat die gleichen Konzepte erkannt. Ein Donnarumma hat in 90 Minuten nicht einen langen Ball gespielt. Ein Thibaut Courtois hat in 90 Minuten nicht einen kurzen Ball gespielt. Wenn ein Donnarumma den Ball hatte, kam ein Neves entgegen, ein Vitinha entgegen. Die Innenverteidiger standen zusammen, die Außenverteidiger haben sich geöffnet. Ein Donnarumma hatte immer Anspielstationen. Wenn er mal über Außen gegangen ist, wusste ein Nuno Mendes, wusste ein Achraf Hakimi, was die zu tun haben. Die haben den Ball nach vorne gespielt. Die Stürmer, Doué, Kvaratskhelia sind vorher schon gelaufen, haben den Ball angenommen, einen Foul rausgeholt, etc. Das war eine homogene, eingespielte Teamleistung. Wenn Thibaut Courtois den Ball hatte, haben sich alle angeguckt und gewartet, bis der den Ball lang nach vorne schießt. Ein Kylian Mbappé, ein Vini haben die Bälle auf 2,50 Meter gesehen und sich gewundert, warum die keinen Ballkontakt hatten. Und das fängt natürlich mit dem Grundprinzip an. Natürlich hat auch ein Dean Housen gefehlt. Natürlich auch ein Trent Alexander-Arnold. Die Spieler, wahrscheinlich in unserer Verteidigung, oder nicht wahrscheinlich, die Spieler mit dem besten Fuß, die dir dafür sorgen, dass der Ball von der Verteidigung ins Mittelfeld gespielt wird. Aber Real Madrid kann nicht auf einen oder zwei Spieler angewiesen sein. Real Madrid muss Lösungen finden. Und ich glaube, Real Madrid, wenn man das Spiel so betrachtet, braucht auch dringend neue Verstärkungen. Fangen wir erstmal mit dem Grundprinzip an. Ein Xabi Alonso hat bei der Aufstellung versagt. Er hat das gemacht, wofür wir Ancelotti das ganze letzte Jahr gekreuzigt haben. Er hat wieder mit einem 4-3-3 gestartet. Vorne von den 3 Spielern waren 2, Vini und Mbappé, die nichts für das Kollektiv Real Madrid tun. Ein Gonzalo hat noch geackert. Im Mittelfeld von Real Madrid war ein Bellingham, ein Arda Güler und ein Tchouaméni, denen ich allen 3 noch am wenigsten Vorwürfe machen kann. Denn was sollen diese 3 Spieler machen, wenn der Ball entweder hoch über die fliegt oder Paris den Ball hat? Ich glaube, ein Bellingham, ein Arda und ein Tchouaméni sind Kilometer um Kilometer gelaufen und haben versucht, Lücken zu stopfen, die da waren, weil ein Vini und ein Mbappé nicht geholfen haben. Wenn Sie an die Zukunft denken, gehen Sie mit mehr Gewissheiten über die guten Dinge oder mit Gewissheiten über die Dinge, die sich nicht wiederholen dürfen? Von allem etwas. Ich gehe mit Gewissheiten und dieses Spiel, dieses Turnier hat mir vieles darüber gesagt, was wir sind, was wir verbessern müssen und was ich Positives von den Spielern gesehen habe und von allem. Ja? Also es hat mir vieles gezeigt und ich gehe mit vielen Gewissheiten. Ich gehe mit einer Vorstellung davon, wie es im nächsten Jahr losgehen wird. Das wird anders sein, wegen der Spieler, die wir zurückbekommen, wegen der Veränderungen, die es geben wird, nicht wahr? Denn das hier, wie ich gesagt habe, ist das letzte Spiel der Saison 25-26. Nein, doch, 24-25, Entschuldigung. Und im August beginnen wir mit der Saison 25-26, die anders sein wird und ich gehe mit klaren Gewissheiten. Ja, ihr habt es selber gehört. Ein Xabi Alonso wird und hat seine Lehren aus diesem Spiel gezogen. Er hat auch klargestellt, nächste Saison starten wir bei 0. Das ist das Ende dieser Saison, also der Carlo Ancelotti-Saison mehr oder weniger. Ab nächstes Jahr startet die Xabi Alonso-Saison. Er hat auch klar gemacht, natürlich hat er seine Lehren gezogen und nächstes Jahr wird anders als dieses Jahr. Dazu wurde er übrigens auch noch von der Süddeutschen Zeitung gefragt, ob er neue Transfers haben möchte. Hören wir hier auch mal in die Antwort von Xabi Alonso rein. Zu den Gewissheiten, die du mitnimmst, gehört auch die Notwendigkeit, direkt und gezielt zu verpflichten, oder? Wirst du nach Verstärkungen verlangen und auf welchen Positionen? Nun, ich denke, während der Weltmeisterschaft haben wir nicht allzu viel über die Zusammensetzung des Kaders gesprochen, aber ab jetzt sind wir immer offen dafür, uns verbessern zu können. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber wir sind immer mit dem Gedanken hier, uns verbessern zu können und es gibt Raum für Verbesserungen. Ja, das war mehr oder weniger das diplomatischste Ja, wir brauchen neue Transfers, die man je von einem Trainer gehört hat.
Er hat klar gemacht, wir sind Real Madrid, wir sind ständig auf der Suche, uns zu verbessern und wir haben noch genug Spielraum, uns zu verbessern. Und das sind die Punkte, warum ich am Anfang des Videos gesagt habe, obwohl es gestern eine böse Klatsche war und wir Lichtjahre von Paris Saint-Germain entfernt sind, warum ich trotzdem frohen Mutes ins neue Jahr gehe oder besser gesagt in die nächste Saison. Ein Xabi Alonso hat in der Pressekonferenz 3 oder 4 Mal gesagt, das ist das Ende der letzten Saison, nächstes Jahr wird es ein neues Madrid geben, ich habe aus den Fehlern gelernt, ich habe meine Schlüsse gezogen, nächstes Jahr sieht es anders aus. Ja, und welche Schlüsse kann man ziehen? Also Schluss Nummer 1, es muss mit Kylian Mbappé und Vini Junior geredet werden. Es muss denen klar gemacht werden, hier spielen nur Spieler, die sich dem Kollektiv Real Madrid unterwerfen. Real Madrid steht über jeden Namen, über jeden einzelnen Spieler. Entweder ihr zieht mit, oder ihr seid auf der Bank, oder ihr werdet verkauft. Und ich bin ich glaube, keiner hat einen Vini Junior so sehr verteidigt wie ich. Ja, er hat uns 2 Champions League-Titel mitgeholt, 2 Tore in den Finalen. Ich werde ihm immer dankbar sein. Aber ich möchte den Vini Junior zurück, der den Dog in sich hat. Diesen Willen, der 90 Minuten gekämpft hat. Wenn er verloren hat, Blut in den Augen hatte. Ich möchte nicht den Vini, bei dem Real Madrid eine 4-0 Klatsche kriegt und mit einem halben Grinsen auf der Ersatzbank gesehen wird. Ein Kylian Mbappé, ja, du hast 43 Tore geschossen, aber 43 Tore könnten 80 sein und wäre mir egal. Wenn durch dein Versagen, durch deinen nicht vorhandenen Einsatzwillen das gesamte Konzept Real Madrid nicht funktioniert. Und deshalb bin ich der Meinung, es wird sich jetzt zeigen, was für ein Trainer Xabi Alonso ist. Bricht er unter dem Druck der Namen Kylian Mbappé und Vini zusammen und stellt die beiden immer wieder auf, obwohl sie nicht laufen? Oder macht er klar, bei mir spielen nur die Spieler, die so laufen und das Konzept so leben wie ich? Ich hoffe, es ist das Zweite und das wird ein entscheidender Schritt in seiner Trainerkarriere. Vor so einer Herausforderung stand er bei Bayer Leverkusen nicht. Trotzdem, wenn man ihn in der Pressekonferenz hört, gehe ich davon aus, dass er das Zweite nehmen wird, dass bei ihm die spielen werden, die auch rennen. Ich glaube, das hat man gestern schon gesehen, ein Gonzalo war der später als Vini ausgewechselt wurde. Das sagt schon einiges aus. Und jetzt erlaubt mir nochmal nach so viel Negativität, nach so viel Wut, nach dem, was aufgestaut war, auch 2 positive Sachen zu erwähnen. Gestern sind Dani Carvajal und Eder Militão nach 9, 10, 11 Monaten Verletzungen zum ersten Mal wieder auf dem Platz gewesen. Hat mich riesig gefreut. Besonders hat es mich gefreut für einen Dani Carvajal, weil ich bei ihm bezweifelt habe, ob der jemals wieder Fußball spielen kann, als ich das mit seinem Knie gesehen habe. Aber ein Eder Militão hat gestern, wie lange hat er gespielt? Eine halbe Stunde. In der halben Stunde schon gezeigt, was das für ein Biest ist. Was das für eine Verstärkung für dieses Real Madrid sein wird. Ein Eder Militão ist meiner Meinung nach der Innenverteidiger, der an der Seite von Dienhausen spielen muss. Ja, ein anderes trauriges Thema. Diesen Abschied hat sich ein Luka Modric und ein Lucas Vázquez nicht verdient. Noch einmal, ich habe mich von beiden schon verabschiedet, aber meine beiden Legenden Lucas und Luka, danke für eine unglaubliche Karriere bei Real Madrid. Danke für unglaubliche, wunderschöne Momente, die ihr uns im weißen Trikot geschenkt habt. Und ich drücke euch für eure Zukunft die Daumen, dass eure fußballerische Karriere noch etwas vorangeht und ihr alles gewinnt, was ihr wollt. Außer wenn ihr gegen Real Madrid spielt. Ja, Leute, das war es mehr oder weniger, was es zu diesem Spiel zu sagen gibt. Ich meine, an so einem Abend macht es wenig Sinn, über einzelne Spieler zu reden. Was bringt es uns zu sagen, dass ein Fran Garcia in der Viererkette komplett überfordert ist? Ich glaube, das haben wir alle gesehen, das sage ich auch schon seit Monaten. Aber ein gutes Beispiel, was ich eben gesagt habe, wie sollen wir ein Spiel von einem Jude Bellingham, einem Arda Güler oder einem Tchouaméni im Mittelfeld bewerten, wenn die kaum am Ball waren?
wenn der Ball entweder lang über die gespielt wurde oder die hinter Paris hergelaufen sind. Das muss sich ändern. Erst wenn das gesamte Konzept funktioniert, wenn alle als Einheit funktionieren, wenn unsere Spieler den Ball in einem ordentlichen Zustand bekommen, sich drehen können, die Stürmer schicken können, die Stürmer dann auch individuell gute Positionen bekommen, erst dann kann man über die Leistung der Spieler reden. Was wir gestern reden müssen, ist Arbeitsverweigerung von einem Vinny und einem Mbappé. Das muss das letzte Spiel sein, wo das passiert, sonst haben die beide bei Real Madrid nichts mehr zu suchen. Und wir können über 2 individuelle Fehler hinten reden, von einem Rüdiger und einem Asensio, was ich auch nie wieder wiederholen darf. Wie gesagt, 2 solcher Fehler innerhalb von 8 Minuten in einem Halbfinale der WM, das gab es in der Welt des Fußballs noch nie. Ja Leute, es werden wieder bessere Zeiten auf uns zukommen. In 39 Tagen kommt Real Madrid wieder. Bis dahin wird es doch viele Informationen geben. Welche Spieler braucht Real Madrid? Wo muss sich Real Madrid verstärken? Welche Spieler kommen da in Frage? Wer muss vielleicht Madrid verlassen? Darüber unterhalten wir uns in nächster Zeit in einem anderen Video. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder. Ich bin Dida, freitags ist sie nieder. Also, wir sehen uns am Samstag wieder. Bis dahin, freut euch auf nächste Saison. Trotzdem ein Lächeln, stolz sein, Madrid-Fan zu sein und à la Madrid!